Hallo und herzlich willkommen. Ich werde heute auf die Animal Crossing Trailer reagieren und was die Entwickler sagen. Ich nehme das Ganze in meinem Handy auf. Coming up here is something that I think a lot of folks are highly anticipating. Yes. This is the world premiere of live gameplay for the newest title in the Animal Crossing series. Ich habe ein bisschen leiser jetzt gemacht. New Horizons. We're going to be going into further depth in some of the stuff that we saw in the Nintendo Direct, but also showing off some brand new stuff. So before we get too much further, I'm Sam. I'm here with Sam from Treehouse also, but we also have Kyogoku-san and Nogami-san from the development team to give us some development insight. Thank you so much for being here. And Noriko also will be translating. So just to kick us off here, I think fans of the Animal Crossing series who watch the Direct right off the bat notice that this time you're sending them to a deserted island, which is quite different from the games that we previously had in the Animal Crossing series. Can you tell us a little bit about why you chose a deserted island as the setting this time? そうですね、今回無人島という舞台にしようと思ったのは大きくは2つあります。一つは今まで動物の森シリーズっていうのはこれでも新しい体験をしてい Okay, ただ die ける reden んじ jetzt ゃない eigentlich か alles と nur auf 思いました。 Japanisch, Chinesisch, okay. Hier fängt's an. What I think we're going to see here is how much that has been expanded. And I love everything about Okay. their outfits. They're ready for island life. Tom Nook and Timmy and Tommy look so ready to go. Die Bewohner sind eigentlich auch schon ziemlich süß. Between the real life and Animal Crossing life is blurring even further. They know we're watching. 今回タヌキチたちはタヌキ開発という新しい事業をしてまして、でその無人島パッケージプランに参加している形になります。で豆吉つぶ吉もそのタヌキチを手伝って一緒に Ich 働いて verstehe います。 kein Chinesisch, aber manche Sachen verstehe ich schon, aber nicht alles. Called Nook Inc. And then the player is set to be relocating back to. Okay, gehen wir mal This would hier be a hin. bold new business plan. I like it. Even when they're in a beautiful tropical setting, they're thinking about the business. And before we kick off exploring too much, can we talk a little bit about what we're seeing right here? はいこれ Hier seht ihr die Karte. Ihr müsst einmal nur meiner Maus folgen. Die habe ich am Handy angeschlossen. Hier ist die Uhrzeit. Ich werde natürlich den jetzt Bildschirm so machen. So this is where your Da war die Karte und hier ist the tent that you'll get, and then das we Logo decided von to pitch it Nintendo. on the beach. Das sind die Sachen. まだ始めたばかりなので、サヌキチに最初に支給してもらった簡単な家具しかない状態です。 So this is how it looks inside the tent, and then we only have bare minimums that Tom Nook gave us at the moment. I think that's key. He really did only provide you with the bare minimum here. ちなみに今回このようにハッピーホームデザイナーでもそうだったんですけど、家具を今までのハッピ Hier ーホーム単位で動か ist せるよ sie, うに die なっています。 spielt. And this time around, just like Happy Home Designer was, you're able Es hat to also move was the mit Happy furniture Home in Designer half zu units tun. around the Ein building. bisschen. で今までより自由な部屋作りを楽しんでいただけると思います。 And so I think this will allow you to have more versatility in home decoration. And worth mentioning here, so we're not at the very beginning of the game. It's early, but when you start, there's not even a tent there. ちなみに家具なんですけど、動画で見ていただいた方お気づきだとは思うんですけど、今回このように Platzieren. Okay, man kann auch Sachen draußen platzieren. And as for the furniture, I think Da kann man ja seine Stadt, also seine Insel richtig geil gestalten. them outside on the field. でフィールドで草原もなんですけど、テントも含めてそのビーチ今のニューリーフの時は浜辺には公共事業をしたり Hier das Dunkle, was ihr hier seht, んですけど、今回浜辺 da も kommt mal ab und zu mal was Dunkles, das sind die 自 Wolken. 由にカスタムができるようになっています。 And then not just Hier the gibt's auch furniture, einen but virtuellen also the Schatten, tent itself. You're der zum able to, Charakter passt. place them on the beach. This was something that you couldn't do in New Leaf, but we're able to do that. で今回動画で Hier seht ihr お noch, 見せした haben wir gerade die Karte DIY gesehen. の要素と Das sind die 今お見せしたその Crafting-Rezepte. 要素ですね。Man kann damit nicht kaum was noch kaufen. Das ist das Nook Phone. Und hier kann man dann So there are two Crafting-Rezepte elements that I und wanna anderes show Zeug. you. Both of them are Menü something that we saw in the raussuchen. video. One of them is the DIY recipes, and then the other one
one is being able to put furniture outside. So since we're here at E3 at Treehouse Live, I think I want to make that as a Da goal seht ihr die and Karte, da kann man then Fotos machen. start doing Hier it right sind die now. Crafting-Rezepte drin. 今これはたぬきちから最初に出 Das された weiß ス ich マ nicht ホ und な da んです kann け man ど、そ wahrscheinlich の中にdie anderen DIY の自分 Charakter が作れ machen. るレシピのアプ Hier リがあ seht り ihr ます。 die, この中から作るものをちょっと決めたいと思います。 hier seht ihr die ganzen Crafting-Rezepte, die es in dem Spiel geben wird. Eine Axt, die Schaufel, die müsst ihr alle craften. Für die Gießkanne braucht ihr zum Beispiel weiches Holz. Dann gibt es noch Lagerfeuer und anderes kleines Zeug. This is a smartphone called Nook Phone that I got from Tom Nook. And then there's a DIY recipes app. So I'm going to browse around and look for something that I want to make. で DIY は道具ですとか家具ですとか島で取れるいろんな材料を使っていろん Hier seht ihr die Sachen. Ich glaube, die braunen Sachen, die werden großteilig aus Holz gemacht. Die grünen werden, glaube ich, aus pflanzlichen, also grünen Sachen gemacht, zum Beispiel Blumen. Und die werden hauptsächlich aus Mineralien und Steinen und anderem Zeug gemacht, wie es aussieht. Und hier oben seht ihr noch das Menü, wo alles dann getrennt ist. Hier ist dann das Werkzeug, da die Tische und so weiter und so fort. バリエーションのものが作ることができます。 And then these DIY recipes include everything from tools to furnitures. And you can use a lot of the materials that you can find around the island. ちなみに雑草とかも今無人島で草だらけな Ja. Hier seht ihr nochmal. Das sind, glaube ich, dann die Pflanzen, die Blumen oder so. Also irgendwas wird es schon sein. Hallo? DIY なんかもあります。 So since we came to a deserted island, there's a lot of weeds growing around on the island, but those things can also become a material to create something. じゃあ今ベンチを飾って座れるようにしたいなと思うんで、このログベンチを作ろうと思うんですけど、木材を取る必要があるので、まずは木材を取るためのこの斧を作っていきたいと思います。 So I want to make this log bench, but in order to make the log bench, I need some hardwood. So I am going to first make this axe. So I wonder if, as we're looking around here, could we just take a look at the... Hier seht ihr eine der neuesten Blumen. Also die Blumen, also die Grafik ist komplett anders. Die Bäume sehen auch realer aus. Hier die Blumen sind auch viel besser. Das Wasser sieht auch anders da aus als wie ein Oliv. Ja. sky because it really is a beautiful day. そういえば動物の森ってファンの皆さんご存知だと思うんですけど現実の時間に連動していてその時間や季節に応じてその風景が移り変わっていきます。 So I think a lot of the Animal Crossing fans already know this, but the game clock is actually linked to the real time. So the seasons and the time of the day. Hier, das Dunkle, was hier ist, das sind die Wolken. Ich finde es auch cool, dass Nintendo jetzt so realere Wolken eingebaut hat, dass es auch realer aussieht. Und wie ihr seht, sind auch die Gräser, also dieses Muster, an manchen Stellen. Der Rest ist so normal grün. So, wie soll ich sagen, so ein bisschen peppiges Grün. Also, ja. In Wirklichkeit ist die Farbe ein bisschen blasser. Aber das Handy nimmt es zu kräftig auf. Ja. It changes according to the clocks that you live in. で今まで北半球の季節にしか対応していなかったんですけども今回南半球の季節も選択できるようになりました。 And until the previous titles, we only had the game set in northern hemisphere, but from New Horizons, we have a southern hemisphere.
Hier kommen die ganzen Mineralien raus. Die sehen jetzt auch komplett anders und neu aus. Und es wird auch keine Rubine und Golderz und Smaragde wahrscheinlich dann nicht geben, sondern eher so Kohle, Stein, Lehm und anderes Zeug. So the users can play in the southern hemisphere atmosphere as well. これ北半球の6月なんで夏の風景なんですけど、南半球で6月に設定すると今度冬になったりします。So right now, since it is June and it's set to June in northern hemisphere, but if you have it set to southern hemisphere, then it'll be in winter. It's really cool, I think, being able to give players that flexibility. So if you live in the southern hemisphere and you want the seasons and things, the weather to kind of match more like what you're experiencing in Schaut real mal, life, die you Bewohner can have that haben, choice. And we got lucky here, I think, that die haben jetzt Holz, also die können auch Sachen anscheinend tragen. Holz und anderes Zeug, Steine. Also was ich jetzt bis jetzt gehört habe, dass die Bewohner auch genauso sind wie ich in dem Spiel. Heißt, die müssen Schulden bezahlen, die müssen ihr Haus komplett neu bauen. Also die wohnen, glaube ich, am Anfang erst in einem Zelt. Dann können sie das Haus bauen und dann sind sie eigentlich schon fast fertig, die Bewohner. Also sie. Habe ich gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. are so good for the stream because you never know what's going to happen in Animal Crossing weather-wise, but this looks gorgeous. 斧の材料が揃ったんで、では次 DIY をしてみたいと思います。ただ私は作業台を今持ってないので、作業台を貸してもらえる場所にご案内します。So now that I have all the materials for Flimsy Axe, I'm gonna go somewhere where they're gonna let me do this for free. これたぬき Jetzt sind wir am Crafting Table angekommen. Ich habe nochmal 10 Sekunden zurückgespult und seht ihr den kompletten Raum nochmal. Ich glaube, dass das hier das Fundbüro sein wird. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich die Bank. Und also ich weiß es nicht. Es ist ja noch nichts dazu rausgekommen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das die Crafting Bank ist. Man kann die wahrscheinlich auch selbst bauen, dass man die irgendwo hinstellen kann, wo man sie immer braucht, dass man da nicht immer hinrennt. Eigentlich ein ganz cooles Feature. So now that I have all the materials for Flimsy Axe, I'm gonna go somewhere where they're gonna let me do this for free. これたぬきちたちの案内所になっています。住民の生活をサポートしてくれるすごく便利な場所になっています。So this is the resident service area by Nook Inc. And then they support all the residents on the island with their lives. look how proud they are of your accomplishment. I feel like Tom Nook's always proud of you. ちなみに他にも、この案内所には豆吉だったら何かいらないものを買い取ってくれたりですとか。So other functions of the Hier bei ihm kann man Zeug verkaufen und kaufen. Das habe ich bei jemand anders gesehen. Also, sie hat halt gesagt, aha, man kann es da verkaufen und auch was kaufen. Natürlich kann man damit auch die Sachen sich kaufen. Man muss sie nicht craften. Aber es kostet halt Geld. Also Sternis. Hier seht ihr die Pflanzen. Naja, weiter geht's. service. Timmy would buy something that you don't need in the inventory. 雑草も買い取ってもらえるので草をそのまんまワイルドなフィールド楽しみたい方はそのままにしていただいてもいいですし、もう綺麗にしたい方は草をむしってここで買い取ってもらうといいと思います。So we've mentioned weeds on the island earlier, but if you want to clean it up, then you can clean them up and then sell it to Timmy, or you can choose to leave them as well because, I mean, why not, right? I kind of like it. It matches the rustic setting. You're on a deserted island. Having it look a little wild is kind of cool. In contrast, I picked every weed on my island. でもちろんちょっとした買い物もすることができます。で道具もこのように売ってたりもするんですけど、お金が余っていたり、もちろん買って済ませてもいいですし、自分で。Hier seht ihr die Sachen, wo man kaufen kann.
Das, was sie gerade gemacht hat vorher, das war Verkaufen. 拾って材料を作ってもどちらでも自由に楽しんでいただければと思います。 So as you can see, you can do a little shopping here too, and then you have the option to buy the tools, purchase the tools here as well. But I mean, you can basically you'll have that freedom of whether if you want to buy them or if you want to collect the materials on the island and then make it yourself. でちなみにこのたぬき市のこの案内所でもう一つ特徴的な新しい機能があります。でそれがこのヌークマイレージになります。 So one of the new functions here is Nook miles. でこのヌークマイルというのは、実際のマイルのように例えば今回お出かけ飛行機に乗ってお出かけするんですけど、その飛行機に乗ったりです。そのショッピングを Das した sind り。 wahrscheinlich die Quoten, die man füllen muss. Missionen und anderes Zeug. Ja. Da tut man anscheinend auch ab und zu mal mehr welche freischalten. が、今この斧を実際作ってこのように DIY ツールを作ったことに応じてとか、島で過ごしていろんな体験に対してマイルをもらうことができます。 So Nook Mile kind of works like the actual airline mileage programs. So when we moved out here on the airplane, you got miles for that. And then a lot of the activities that you do on the island, you also accumulate miles for that. We just made the flimsy axe, so we got miles credit for that as well. And then so there's so many ways to acquire these miles and then also use them as well. ちなみに日本語ではたぬきマイレージですね。It's called tanuki mileage in Japanese. でこのマイレージを貯めるとなんかいろんなサービスとかまたオリジナルアイテムと交換できるので、マイレージによってまた新しい楽しみと遊びが広がるようになっています。 And then these miles, you'll be able to exchange them for items and other activities. So it's a new way of enjoying the game. It is really nice that it feels like you can progress doing any kind of activity that you enjoy in Animal Crossing. On top of it just being a fun way for you to relax, you're making progress in the game. You're having a chance to earn some of those rewards. And you can earn those rewards for doing things that you didn't always earn rewards for before, like even just picking weeds. Sure, it made your area more beautiful, but it didn't really give you anything else. But now you can earn miles for that and use them for something. じゃあ斧も手に入ったことなんで木材を集めていきたいと思います。 Since I now have the flimsy axe, I think I'm going to start collecting hardwood. And here we can see just the variety. Collecting things has always been a part of Animal Crossing, but there's so many different types of collectible crafting materials now. Even looking at the wood that you're chopping there, every time you pick something up, you're going to wonder, okay, what am I going to do with this? What am I going to make with this next? でこうやって斧を使って木から木材を切り出すことができるんですけども、ちょっと今今回時間も限られている中で木材集めるのが大変なんで、今からちょっと野上さんに手伝ってもらおうと思います。 So as you can see, I can use this flimsy axe to collect hardwood, but since we have a limited amount of time today and there's a lot of hardwood to collect, I think I'm going to recruit Mr. Nogami here and have him help me out. Right on. どのようにするかと言いますと、今コールアイランダーというアプリを使うと同じ島に住んでる住人同士で一緒にプレイすることができるようになります。 So this is how I'm going to do this. On the Nook phone, there's an application called Call an Islander. And then when you call an island, you'll be able to call another resident on the island. Also, man kann zu zweit spielen, ich glaube auch zu viert. Dann kann man dann, die können dir dann halt helfen, die Sachen zu holen. Und ja, die helfen dir dann halt. Und wenn ihr jetzt auf dem Fernseher theoretisch mit der Switch spielt, habt ihr eigentlich nur einen Bildschirm. Und ja. Dann habt ihr eigentlich nur einen Bildschirm. Und das heißt, wenn jetzt er hier wegläuft von dir, wird sie dorthin teleportiert. Das habe ich auch irgendwie gesehen, das hat auch noch keiner erwähnt, aber sie wird dann halt einfach zu ihm teleportiert, weil es gibt ja nur einen Bildschirm.
together. So since Nagami-san has a house on this island as well, he can come and help out. Nagami-san, I love your outfit. That's awesome. Looks very appropriate for a 僕 squid なんでこんな researcher. 格好してるんでしょうね。 I don't know why I'm wearing this outfit, but all right. It's a good look. このようにそのジョイコンを裾分けして同じ住民同士で遊べるっていうのが実は動物の森シリーズでは初めての体験になります。So actually, to be able to play with your friend or family by sharing Joy-Con, Aha, das Feature ist auch cool. Sobald sie die Axt nimmt, hat der andere die Axt auch. Das ist cool, dann kann der andere dir helfen. Dann braucht man eigentlich nur ein Werkzeug, da muss man nicht zwei craften. is something that's very new to the Animal Crossing franchise. でこうやって一緒にやることでもう木材集めなどもはかどるので今までだったらこう一人ずつ別々に遊んで、見ているしかできなかった時間差でもちろん楽しんでいただくこともできるんですけど、今回こうやって同時に遊んでいただくことができます。So in the previous titles, I mean, of course, you were able to watch each other play and then have fun that way. But with New Horizons, you're able to play together and then cooperate in sense. And then so it's basically a whole new way of playing together. And just as you're collecting this material here, looking at the wind blowing through the trees, the graphics, it's really just beautiful to watch. But I'm also really drawn to the sound effects here. Nagami-san, can you talk to us a little bit about the sound design for this game? そうですね。今回のニューホライズンズではよりこうユーザーお客さんにはこの没入体験を楽しんでいただくためにいろいろな工夫をしています。So there's a lot of things that Habt ihr gesehen, er wurde gerade her teleportiert. experimented and then we tried out for the users to have that immersive feeling when they're playing this game. でそのためにはフォーリーサウンドという手法を取り入れていまして、例えば砂の上を実際に歩いたり、あるいはちょっとスタジオの近くの草を買ってきて踏みつけたり、ちょっと大きい版のボンファイヤーを作ってみましょうか。So This material or that material, you can kind of share. Ab jetzt wird es auch ziemlich uninteressant, aber sie tun halt ein paar Sachen draußen platzieren. Das ist auch schön. place. And by using this camera app, you're able to Ja, Experiencing life on okay. your island and what activities you've been doing. You might have quite a different collection of recipes at your disposal. So then when you have a chance to get together and play together, it might そうですね。今日お店初めてアニマルクロッシングニューホライゾンお見せしましたけども、なんかだいぶできてるんじゃないかっていうふうに見えると思うんですけど、なるほど。実は我々開発スタッフにはまだまだこれからやらなければいけないことがあります。So as you can see, we've shown you some of the gameplay of New Horizons, and then you may think that Dann a lot of gehen this wir is, jetzt mal close to being done. Yeah, auf there's a den lot of, Trailer. Den werde ich jetzt nochmal drehen. Vollformat. So. Wir schauen uns, ich gehe jetzt zu den Trailer nochmal komplett neu starten. So. Ab jetzt starten wir den Trailer. Thank you for choosing the Deserted Island Getaway Package. A laid-back, relaxing time in a haven of nature awaits. For you and the other folks participating in the Getaway Package, the time's come to get into the groove of deserted island life. It may be a deserted island, but the Resident Services building at its center is here to support your needs, so there's nothing to worry about. For starters, we'll provide you with a tent. Please select the spot where you'd like it set up. Oh, and there's something else.
we'd like to offer you an original Nook Inc. Nook phone. It comes pre-installed with a variety of apps for all your deserted island needs, including recipes for crafting tools and furniture. Let's start by crafting an axe. We're going to need some materials, like branches and stones. Then we'll head to resident services and use the workbench. Nicely done. You can use the tools you craft to acquire new materials, like this. And with those, you can craft more items. Feel free to place furniture inside or outside. You can fine-tune the arrangement so that the decor expresses your style, and you can fully enjoy the deserted island life. Let's head back to resident services. Here we sell tools and furniture. The deserted island life. Let's head back to resident services. Here we sell tools and furniture. We also buy your unwanted items, including any weeds you remove, as part of our island cleanup plan. In addition to the usual in-game currency, bells, you can also earn Nook miles through the Nook Mileage program. You can exchange your miles for special items and recipes. You'll earn miles through a host of activities on the island, so be sure to take advantage of this program. There are many ways to experience the joys of life on a deserted island. Go fishing, catch some bugs, tend to flowers, and pick them to make a garland. Thanks to crafting, even weeds have their uses. A vaulting pole makes it easy to quickly cross a river. A nutritious snack will help you shovel up a tree in no time. Plant it somewhere else to change things up in that corner of the island. The scenery changes with the time and weather. There will be sunshine, cloudy days, rainfall, and enough wind to shake the trees. Depending on the time of day and the season, you'll encounter different creatures to catch too. Sociable types who live together on the same island can play simultaneously, up to 4 players at a time on one system. We hope you enjoy living together and working together in the same space. With a local wireless or internet connection, you can travel to another player's island for a total of 8 players in one visit. The whole scene feels meant to be. Why not snap a photo with everyone and make it a lasting memory? How's deserted island life looking? What we've shown you here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. So many activities, animals to encounter, and more calling to you from the island. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Okay. Jetzt mache ich von dem Handy den Ton aus und dann werde ich dazu noch was sagen. Also schau dir den Trailer zweimal an. Soll ich und zwar werde ich es jetzt so machen. Ich werde dann so was sagen dazu. Also, hier am Anfang kommt jetzt erstmal das hier. Kann ich ja ein bisschen vorspulen. Das ist noch nicht so viel. Hier kriegt er sein Nook Phone. Das ist ein neues Gadget. Das ist Nook Phone. Hier sind die ganzen Sachen, also Crafting und
Foto und die Welt und die Quoten und Mehrspieler-Ding. Aus den Bäumen kommen Äste, wenn man sie schüttelt. Macht ja auch Sinn. Das Craften haben wir auch schon gesehen. Und die Bäume kann man nicht fällen. Stattdessen kommt da Holz raus. Ich weiß nicht, ob das im Trailer gezeigt wird. Aber man kann die Bäume ausbuddeln. Ich glaube, das wird schon gezeigt. Und dann kann man sie, ja, das wird gezeigt. Dann kann man sie woanders einpflanzen. Und man kann auch so viel gestalten, wenn man die Sachen draußen hinhängen kann und alles also hinstellen kann. Hier verkauft er was. Das sind die Eigenschaften, also das sind die oh Gott. Das sind die Quoten, die man erfüllen kann. Hier, jede Jahreszeit hat, glaube ich, seine eigenen Blumen und die Bäume verändern sich auch. Man kann genauso alles machen wie Oliv, bloß dass man da keine Blumen pflücken kann. Die Bäume verändern sich auch je nach Jahreszeit. Es sind unterschiedliche Wetter. Also das Wetter ändert sich in dem Spiel. Das ist auch wie bei Oliv. Hier den Baum kann man ausbuddeln und dann kann man ihn woanders einpflanzen. Hier sieht man nochmal die Wolken, wie sie da übers Haus ziehen, also übers Zelt. Die Bäume verändern sich auch. Anscheinend soll auch beim Sturm auch sich die Melodie vom Spiel ändern. Die Grafik ist auch schön. Hier es gibt Pilze. Und es gibt sogar auch Tannen. Hier ist die Funktion, dass man mit anderen Leuten spielen kann. Also mit sich selbst theoretisch. Wenn ihr 4 Joysticks habt für die Switch, könnt ihr auch zusammenspielen in der Familie, ohne dass sie das Spiel besitzen. Geschweige denn eine Switch. Das ist der Mehrspieler, Mehrspieler und da kann man dann online spielen mit den Freunden. Dann kann man ein Foto machen. Ja. Geld kann man anscheinend auch bekommen. Die Fossilien sind ein bisschen eckig. Hier ist ein großer Pilz.